Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es bei mir einen leckeren Schokokuchen. Es ist sehr einfach zu machen und schmeckt wunderbar. Die Zutaten und die Mengenangaben sind unter dem Video in der Videobeschreibung zu lesen. Und heute geht es sofort los mit der Zubereitung des Kuchens. Und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Ja, und dann geht schon mal los. Ich fange mit dem Butter, kommt jetzt in eine Schüssel rein. Zucker rein. Und dann kommt mein Mixer. Jetzt. So, übrigens, die Zutaten habe ich hier ein paar Stunden vorher aus dem Kühlschrank rausgenommen, dass die dann alle warm werden auf Zimmertemperatur. So, und jetzt als nächstes gebe ich dann die Eier nach und nach. Und die werden auch verrührt. Dann als nächstes wird Schmand dazu gegeben und auch gut verrühren. So, die flüssige Masse habe ich jetzt fertig. So, tue ich beiseite und als nächstes vermische ich dann die restlichen Zutaten. So, in eine Schüssel habe ich jetzt hier Mehl reingegeben und dann kommt dann Backpulver noch hinzu, eine Prise Salz, ein Päckchen Vanillinzucker, die 6 Löffel Kakao, unterrühren und die ganze Mehlmischung kommt auch zu dem Teig hinzu. Okay, jetzt ist die Zeit, bevor ich hier fertig werde, erstmal meinen Ofen vorheizen. Und zwar, ich mache Umluft 160 Grad und dann weitermachen. Ich gebe noch die Milch hinzu und das wird alles nochmal miteinander verrührt. Der Teig ist jetzt fertig. Zum Schluss kommen noch die Schokoraspel rein. Dann werden die auch untergerührt. Der nächste Schritt, dann kommt die ganze Teigmasse in eine Springform. Ich habe die schon vorbereitet, eingefettet, mit ein bisschen Backpapier hier verlegt. Ja, und dann kommt jetzt alles rein. Und dann streiche ich jetzt hier glatt. Ich habe jetzt ein Stück probiert. Lecker. Jetzt kommt die Springform mit dem Teig in den Ofen für etwa 45 Minuten. Die Zeit ist jetzt um. Jetzt wird die Stäbchenprobe gemacht. Ja. Auch wenn da so ein bisschen klebt, das ist normal, das sind die Schokoladestückchen. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Kuchen richtig fluffig ist. Jetzt werden wir raus und lassen abkühlen. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Kuvertüre. Das ist ganz einfach, dann schneide ich die Kuvertürschokolade klein und kommt in eine hitzbeständige Schüssel. Dann erhitze ich die Sahne und dann kommt oben drauf. Dann die Sahne erhitzt und jetzt gebe ich die Sahne oben drauf. Dann lasse ich jetzt etwa 2 Minuten ziehen. Die ganze Mischung gut umrühren. Jetzt habe ich den Kuchen aus der Form rausgenommen und die Kuvertüre kommt oben drauf. Der Kuchen ist soweit fertig. Jeder kann auch noch ein bisschen dekorieren, nach Wunsch. Ich nehme ein bisschen Schokostreusel dazu. Et voilà! Der leckere Schokokuchen ist jetzt fertig. Viel Spaß beim Nachbacken, ihr Lieben. Es schmeckt wunderbar. Wenn es euch gefallen hat, dann nicht vergessen zu liken, einen Kommentar dazulassen und diejenigen, die neu dabei sind, bitte auf dem
Abo-Button drücken, da, wichtig, wichtig, wichtig. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund, ihr Lieben, eure Tati. Tschüssi. Fluffig, saftig, einfach genial.